Die Burgruine Hohenberneck ist eine im spätgotischen Stil erbaute Amtsburg des späten Mittelalters. Die Ruine der Höhenburg liegt auf dem Schlossberg von Bad Berneck im oberfränkischen Landkreis Bayreuth in Bayern. Im Jahre 1478 wurde Veit von Wallenrode mit dem Burgstall der ehemaligen Walpotenburg, die 1168 durch Ulrich II. Walpot erbaut wurde, unter der Maßgabe, dort eine Burg zu errichten, belehnt. Veit war zu dieser Zeit Amtmann im Alten Schloss, das direkt unterhalb der Hohenberneck liegt. Das alte Schloss war seit 1406 an die Wallenrode verpfändet, der Rückkauf erfolgte direkt vor der Belehnung im Jahre 1477, so dass Veit von Wallenrode über die notwendigen Mittel zum Burgenbau verfügte. Veit von Wallenrode erlebte die Fertigstellung der Burg Neuwallenrode, wie sie zu dieser Zeit genannt wurde, nicht, da er 1499 starb. Seine Töchter verkauften die noch nicht fertiggestellte Burg an den Amtmann von Stein, Albrecht von Wirsberg. Dieser stellte die Burg fertig und verkaufte sie 1501 an Markgraf Friedrich II. Von Brandenburg-Kulmbach. 1502 ist der erste Amtmann auf der Hohenberneck, wie die Burg nun hieß, belegt. Der Amtssitz wurde also vom alten Schloss auf die neue Burg verlegt. Die Rolle der Burg als Amtssitz währte jedoch nur kurz, denn im Jahr 1557 wurde das Amt dem Kastenamt einverleibt. Die nicht mehr von Amts wegen benötigten Burg wurden von 1557 bis 1736 die von Wallenrode belehnt. Mit Karl Friedrich von Wallenrode, dem letzten Lehnsträger, starb die fränkische Linie derer von Wallenrode aus. 1737 kaufte der Markgraf die Burg zurück. Jedoch schon 1692 wurde die Hohenberneck als unbewohntes Schloss bezeichnet und in einer um 1740 datierten Zeichnung ist die Burg ohne Dach zu sehen. Am 10. Januar 1872 erwarb die Stadt Berneck die Burg Hohenberneck, die Marienkapelle und das alte Schloss für 50 Gulden vom Königreich Bayern. Die Stadtväter versprachen damals, alles aufzubieten, um ihrem weiteren Verfall vorzubeugen. Die einzige bekannte historische Information über den Baubestand der Burg ist ein Beleg, dass 1506 ein Röhrenbrunnen auf die Burg gelegt wurde. Die Burg besaß also fließendes Wasser. Das dominierende Gebäude der Burg war der Palas oder das Wohngebäude. Bemerkenswert ist die ungleiche Anordnung der Fenster und Türöffnungen, die dem mittelalterlichen Geschmack entsprach. Im Palas selbst befinden sich im Mauerwerk auffällig viele Nischen.
Diese dienten meist als Einbauschränke bzw. Regale. Die Hohenberneck ist eine sehr späte Burg, gilt doch die Burgenbauperiode in der Mitte des 15. Jahrhunderts als beendet. Die Burg war im Norden von 2 Wallgräben geschützt. Direkt an der Altstraße befand sich als zusätzliche Wehreinrichtung ein Halbschalenturm. Dieser hatte den Vorteil, dem Feind selbst bei seiner Einnahme keinen Stützpunkt zu liefern, da er nach der Burgseite offen war. Auf der Südseite, in Richtung der Stadt, führte eine Zugbrücke über den kleinen Halsgraben. Die Zugbrücke selbst zeigt deutlich den spätgotischen Stil der Burg. Das angebrachte Wappen der Wallenrode verweist schon auf die beginnende Renaissance. Zu Seiten der Schießscharte sind Löcher eingelassen, die der Aufnahme des Prellholzes dienten, das den Rückstoß der damals gebräuchlichen Hakenbüchsen auffing. Im Osten ist ein Turm in die Ringmauer eingegliedert. Der mächtige Kanonenturm im Nordwesten, im Volksmund auch Hungerturm genannt, diente nie als Turmkerker, sondern war bis auf den Mauerfuß als Verteidigungsbauwerk angelegt. Die Burgruine war stark ruinös. 2012 wurde eine Bauforschung durchgeführt, um die weiteren Maßnahmen bestimmen zu können. (2017) wurde ein Teil des äußeren Behrens saniert. Da die Sicherheit auf der Ruine nicht mehr gewährleistet war, wurde sie für die Öffentlichkeit gesperrt. Im Dezember 2022 wurden die notwendigen, 1,5 Jahre dauernden Sanierungsarbeiten vollendet. Seit Mai 2023 ist die Burgruine wieder frei zugänglich.